Du Erik, machen wir ein bisschen langsamer, wir kommen hier mit der Kamera nicht hinterher. Das ist schon so enorm anders im Gegensatz zu den, ich sag mal, Freizeit- oder Langfahrtbooten. Die hunderte Monitore, die da hängen, da muss man sich mit auskennen dann. Wir sind gerade auf dem Weg zum SailGP nach Sassnitz, gerade auf der Fähre. Ist ja ein Riesenevent und wir freuen uns sehr, dass wir die 2 Tage dann voll dabei sein können. Wir werden auch exklusive Einblicke hinter die Kulissen bekommen. Das heißt, wir werden die Boote auch aus der Nähe sehen können. Es ist ganz ordentlich Wind. Das werden heute geile Bedingungen zum Segeln für die Kisten oder zum Fliegen. Wir stecken gerade schon mittendrin. Das ist gerade die erste Tech-Tour. Wir schauen uns aber gleich zum Boot noch mal im Detail an. Schon sieht sehr spannend aus. Guck mal. Dieser ganze Zirkus hier wird zu allen 12 Events mit umgezogen. Es sind 120 Container, die hier ab Montag abgebaut und dann alles auf Trucks geladen wird, um nach Saint-Tropez zu fahren. Das Ganze braucht circa 2 bis 3 Wochen zum Aufbauen. Und bei 12 Events im Jahr ist das eine ganz sportliche Nummer. Nochmal, das sind 12 Events in einer Saison, verteilt auf der ganzen Welt. Das ist logistisch eine echte Leistung. Die SailGP wird auch gerne mal als die Formel 1 auf dem Wasser bezeichnet. Immerhin legen die Katamarane Geschwindigkeiten über 100 Kilometer pro Stunde hin. 2019 fand die erste Saison statt, die aktuelle Saison ist die 5. und das deutsche Team ist das 2. Mal mit dabei. Ich glaube, die Brasilianer sind heute raus, wenn ich das so sehe. Heute ist der Samstag, heute ist der erste Renntag, gestern war Trainingstag. Und es war ein bisschen mehr Wind, als erwartet war. Und da beim brasilianischen Team sieht man, wie das Boot einfach zerbrochen ist. Also das sind massive Kräfte, die da wirken, das ist schon krass. Der misst Ultraschall und guckt, ob die Struktur, die Carbonstruktur noch in Ordnung ist. Muss ja alles funktionieren, sonst gibt es irgendwann wieder den nächsten Crash. Es dauert ungefähr eine Stunde, bis man das Boot hier rausgerollt hat, nach vorne geschoben zu den Kränen. Dann wird das Wingsegel aus dem Hangar rausgeholt, aufgestellt, draufgesetzt. Die ganzen Hydraulik- und Elektrogleitungen müssen verbunden werden, es muss kalibriert werden. Dann wird es ins Wasser gehoben und dann werden die hier an diese Mooring-Tonnen, an die roten Tonnen alle hingehängt. Es dauert pro Boot eine Stunde. Das heißt, die sind heute Morgen schon wieder ab 7:30 Uhr dran. Ich glaube 8 Uhr war der erste Krantermin, damit wir um 15 Uhr heute Nachmittag segeln können. Moin, hi. Moin. Hallo Felix. Hallo Dominik. Hallo, freut mich. Henrik, hi. Hallo, moin Felix. Kannst du kurz erklären für unsere Zuschauer, warum die diese hohen Geschwindigkeiten erreichen, wie das funktioniert? Ja, da kann ich natürlich, also das sehen wir gleich ja durch diese Foils, also wir haben ja diese kleinen Flügel, wir können ja gleich mal hingehen. Ja. Diese Foils nennen wir sie, also das sind wie Flugzeugflügel, die geht hier auf die andere Seite auch raus, das ist quasi ein T. Die haben wir auf beiden Seiten. Kann man die anfassen? Ja, klar, kannst du einmal anfassen. Die sind aus Titan, voll Titan, ja. Aus einem kompletten Block werden die gefräst. 24 Mal bei der ganzen Flotte. Kann man sich vorstellen, was da an Arbeit und Engineering und Geld dahinter steckt. Was wiegt so ein Teil dann? Weil Titan ist ja ziemlich leicht, ne? Ja, ist ziemlich leicht, aber der wiegt 80, 90 Ja? Kilo, würde ich sagen. Ja, also die musst du schon mit 2, 3 Leuten hier reinwuppen und dann wird einfach mit 2 Schrauben von unten ist der reingebolzt an dieses Vertical. Das Vertical besteht aus Kohlefaser und Titan. In der Mitte ist ein bisschen Titan und ganz viel Kohlefaser. Die können wir natürlich runterdroppen auf bis zu 2 Meter. Und die erlauben uns dann quasi, dass wir ab einer bestimmten Geschwindigkeit entwickeln diese Foils Lift. Also sie heben uns eigentlich aus dem Wasser raus. Damit kommen beide Rümpfe und das ganze Schiff eigentlich aus dem Wasser. Und wir werden nur noch von einem so einem Flügel getragen und 2 Flügeln hinten an den Rudern. Damit haben wir gar kein Wasser, also fast gar keinen Wasserwiderstand mehr. Und dadurch dann diese hohen Geschwindigkeiten. Wir generieren ja quasi unseren eigenen Wind, also der scheinbare Wind. Also der ist ja eine Mischung aus der Wind, den wir jetzt hier vor Ort haben, und dem Fahrtwind, den wir kreieren. Also ab 30 km/h ungefähr fangen wir an, auf diese Foils zu kommen. Dann haben wir diesen ganz geringen Widerstand, das Boot beschleunigt. Dann dadurch kriegen wir natürlich mehr Fahrtwind, 40, 50, 60 km/h. Der Wind dreht sich immer weiter nach vorne und dadurch
kreieren wir eigentlich wirklich unseren eigenen, also durch diesen Fahrtwind, den wir kreieren, den nutzen wir, um uns nochmal zu beschleunigen. Deswegen sind wir, es klingt immer so absurd, aber 3-mal schneller als der Wind wirklich. Bei 30, 40 km/h Wind können wir bis zu 100 km/h segeln. Ist noch nicht ganz Perpetuum mobile, aber fast, ne? Fast, ja, das ist wirklich so. Und dann ab 100 km/h ist so ein bisschen dann wirklich eine physische Grenze. Dann fangen wir nennen es Kavitation, was hier entsteht. Also es ist wirklich, wir sind so schnell, dass das Wasser, was hier über die Vollfläche kommt, fängt an zu kochen. Also es entsteht kochendes Wasser und dadurch Luftblasen entstehen dann hier und kleine Turbulenzen und dann reißt die Strömung ab. Und wir hatten das gestern zum Beispiel, wirklich bei 90 km/h, wenn wir auf dem Reach sind, auf einmal fängt das ganze Boot an, fängt an zu vibrieren, man hört es direkt und dann weiß man so, okay, wow, jetzt kommen wir hier ans Limit und dann reißt die Kante ab und deswegen sind eigentlich so ab 100, 103, ich schätze mal, vielleicht sind 105 noch drin, aber dann ist wirklich eine physische Grenze, wo dann hier im Wasser die Hydrodynamik dann nachlässt und mehr geht nicht. Das ist schon so enorm anders im Gegensatz zu den, ich sag mal, Freizeit- oder Langfahrtbooten. Das ist genau das Gegenteil. Mit 100 Stundenkilometer übers Wasser zu fliegen. Wir sagen ja immer, mach's möglichst sicher und nicht ganz so schnell, weil da steckt ja ein Haufen Aufwand drin und ein Haufen Konzentration. Felix hat die F50-Katamarane mitgebaut. Jetzt segelt er mit im Team als Grinder. Er konnte uns also eine sehr detailreiche Tour über das deutsche Boot geben. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr dieses Video dazu gerne sehen möchtet. Heute schauen wir uns das Event an und möchten herausfinden, was den Sport so besonders macht. Was natürlich bei uns auch einzigartig ist, wo wir anders sind als die Formel 1, ist, dass bei uns wirklich alle 12 Boote sind absolut baugleich. Also alles ist genau gleich, die wiegen genau dasselbe, die werden auch oft immer gewogen, dann werden alle Boote gleich gewogen, manche haben dann Gewichte drin. Die Wings sind gleich, wir haben immer dieselben Einstellungen, wir haben immer dieselben Foils, Wing, Vorsegel, also alle Boote sind One-Design und es kommt wirklich nur aufs Segeln an. Und was bei uns auch anders ist, was cool ist, wo wir halt junges Team lernen können, ist, dass wir haben 150 Sensoren auf diesem Schiff, wir ziehen bis zu 250 Gigabyte Data jeden Tag aus diesem Schiff, wir haben ja Kameras an Bord und alles. Und dieses ganze Datapool und die ganzen Videos, die sind von allen Teams sind offen. Das heißt, es kommt alles in eine Cloud und wir können dann von den anderen Teams angucken, genau welche Einstellungen, die jetzt sagen wir im zweiten Rennen sind wir vielleicht mit den Neuseeländern Bug an Bug gewesen. Und dann können wir zurückgehen und können dann nachvollziehen, okay, die hatten welche Foil-Einstellungen bei welchem Wing-Camber, bei welchem Winkel vom Boot. Und so können wir natürlich lernen als junge Teams und können uns von den anderen, von den Guten ein bisschen was abschauen. Weil es für uns natürlich schwer ist, es gibt halt nichts, was irgendwie ansatzweise wie so ein F50 ist. Es gibt keine Trainingsplattform für uns eigentlich, die relevant ist. Dadurch ist es ganz cool, also haben wir irre viel Arbeit, wenn wir zu Hause sind, Daten angucken, Video-Overlays. Und was ist dann bei euch das Ziel? Wenn man verschiedene Entwicklungsteams hat sozusagen, dann gibt es ja das macht ja den Wettbewerb sozusagen. Ne? Was ist hier dann das Ziel, möglichst schnell zu sein? Also es ist eine Mischung aus allem. So, man will schnell sein, das Bootshandling ist super wichtig. Die Starts sind natürlich das A und O. Wer am Start und dann an der Mark I und den Top 3, 4 ist, der ist meistens, bleibt in den Top 3, 4, weil von da an hast du freien Wind, freie Entscheidung. Wenn du hinten im Feld bist, 6, 7, 8, hast du eine ganze Flotte vor dir. Wir haben irre Windverwirbelungen, kommen hinten von den Wings raus. Wir nennen es ja Gas oder Abwinde. Wenn du da reinkommst, du wirst so viel langsamer deutlich. Und dich dann wieder in den kurzen Rennen nach vorne zu kämpfen, ist fast unmöglich. Passiert ab und zu mal. Ich meine, hier ist so ein Gebiet, wo der Wind ist sehr böig und drehig. Was eigentlich ganz gut ist für uns, weil dann bleibt es ein bisschen interessanter wenigstens. Man kann, wenn man doch die richtige Seite, den richtigen Drücker erwischt. Wie lange geht das Rennen? Ungefähr? Ein Rennen 15 Minuten, 12 bis 15 Minuten, 4 Rennen am Tag. 4 Rennen am Tag. Meistens so 8 Minuten Pause zwischen den Rennen. Okay. Ja. Und das gleiche morgen auch nochmal? Das gleiche morgen auch nochmal. Ja. Und das letzte Rennen morgen, das 8. Rennen, ist das Finale mit nur 3 Booten. Ja. Mit nur 3 Booten? Mit nur 3 Booten, ja. Also die jetzt über die 7 Rennen die besten Punkte sammeln, die Top 3, die kommen ins Finale und dann sind es wirklich nur 3 Boote im Finale. Wie ist das für euch heute hier in Sassnitz? Ja, das ist doch klar. Also als deutsches Team, ein deutsches Rennen dazu das allererste Mal. Und Sassnitz ist ein bisschen ein Weg, hierher zu kommen. Aber wenn man dann da ist, wunderschön. Man denkt eigentlich eher an Urlaub. Aber es geht um Hightech Racing. Ja. Und wir freuen uns riesig. Wir haben einen ganz tollen Support hier von der Stadt, von der Kommune, auch vom Land. Und ja, das Gefühl des Teams ist gut. Jetzt müssen wir performen auf dem Wasser. Schauen wir mal. Aber wir freuen uns sehr, dass wir hier sind. Das ist auch ein Heimspiel, ne? Hoffentlich gibt das ein bisschen Heimvorteil.
Aber wir dürfen nicht vergessen, wir segeln gegen die besten Segler der Welt. Ich bin ja selber nicht auf dem Boot, bin ja nur als Miteigentümer hier hinter den Kulissen, aber natürlich trotzdem emotional voll dabei. Was ist der nächste Step bei euch? Also das geht bis Sonntag. Sonntag wird abgebaut und dann ist wieder Stress angesagt bis zum nächsten Stopp, oder wie ist da der Ablauf? Also der Stress ist natürlich typischerweise bei den Events, weil wir haben die Boote ja nicht zur Verfügung für Training. Das heißt, wir können nur trainieren davor und ein bisschen danach, solange die Boote halt vor Ort sind. Und dann werden die Boote zerlegt, in die Container wieder verpackt und gehen zum nächsten Rennen. Das heißt, wir können zwar was tun dazwischen, aber da geht es dann um mentales Training, da geht es teilweise um Training auf anderen Bootstypen, die dann auch Foiling-Boote sind, aber es ist alles anders. Und wie funktioniert das dann bei neuen Leuten, die ins Team kommen? Also das interessiert mich einfach. Wie werden die eingearbeitet, wenn ihr auf den Booten gar nicht so großartig trainieren könnt? Ja, es gibt eine Möglichkeit mit einem Simulator, aber auch nur begrenzt. Also es gibt da ein Simulatorsystem der Liga, was man nutzen kann. Ansonsten muss man die langsam ranführen, aber dieses langsam ranführen ist schon irgendwie Kontrast. Also da geht's ziemlich schnell von 0 auf 100. Das ist der Beweis, dass das Boot tatsächlich nicht so viel wiegt, wie es vielleicht aussieht. 6 Leute bewegen das hier auf Rädern. Hier sehen wir jetzt das deutsche Boot, es wird gerade aufgetakelt. Der Wing hängt am Kran, wird runtergelassen und die Leute unten drunter bewegen das Boot hin und her, damit es auch schön aufeinander passt. Das ist bei dem Wind, den wir ja gerade haben, natürlich relativ anspruchsvoll, weil sich das Segel bewegt. Das Boot ist jetzt das vorletzte, von daher, die wissen alle, was sie tun hier. Also, davon gehe ich zumindest mal aus. Ich meine, da ist unten so ein Kugelgelenk drin, das wird dann so reingeflutscht. Aber das sind ja 400 Kilo ungefähr, die da am Kran dran hängen. Und da muss das Boot natürlich, der Rumpf immer nachgeführt werden, damit die das da ordentlich draufkriegen. Da wird ja jetzt nicht nur der Flügel gestellt, sondern die müssen den Flügel natürlich mit den Wanten und dem Star befestigen seitlich. Also es muss ja dann auch noch alles abgespannt werden da drauf. Und das auch noch möglichst schnell. Also die haben dann natürlich ihre spezielle Technik dafür. Das ist schon gar nicht so ohne, das bei dem Wind hinzukriegen. Wenn man sich das hier so anguckt, wie viele Menschen hier sind, ich finde das total krass, im positiven Sinne, was ein Segel-Event für Furore sorgt, ne? Also hier geht es ja auch um einiges. Ich glaube, nach der Vendée Globe mit Boris Herrmann ist das so das größte Segel-Event jetzt in Deutschland. Das ist cool, das ist Werbung für den Segelsport, finde ich super. Die Sassnitzer Mole ist mit knapp 1,5 Kilometern die längste Außenmole Europas und hier wurden die Tribünen direkt am Wasser aufgebaut. Mit Start- und Ziellinie direkt daneben für ein bestmögliches Zuschauererlebnis. Als wir angekommen sind, haben sich die Teams schon aufgewärmt, alle segeln also wild umher. Die Spannung auf den Tribünen war wirklich zu spüren und dann ging es los. Das erste Rennen von insgesamt 8 für dieses Event. Go back behind the whole fleet, the Spanish, but it was the British, absolutely perfect at the bottom of the line, and Mark won. These absolutely light up as they turn away from the breeze. Line at the mark. 3, 2, 1. Deutschland wegerecht. Das heißt, wenn der Wind jetzt hier durchhält, einen guten Dreher bekommen, in dem Falle ein Dreher. Jetzt kommen sie hier auf die Ziellinie gedüst. Im Moment sieht es so aus, als wären sie vorne. Krass. With the fans just off to their left-hand side, they will bring it home. Race number 1 of the Germany Sail Grand Prix here in Sassnitz. The Emirates winning moment goes to the Germans.
Das sind 7 Rennen und ein Gewinnerrennen sozusagen, also mit den 3 Favoriten, ein letztes. Und das erste haben die Deutschen jetzt schon gewonnen. Das war natürlich ein spektakuläres erstes Rennen vor heimischem Publikum, ein ganz großes Kino. Die Zuschauer hatten alle ihren Spaß und nach dem Zieleinlauf bekommen die Teams eine kurze Pause. Das ist ja sehr anstrengend für alle, die an Bord sind, und die Boote kurven dann erstmal langsam umher. Dann verdichtet sich das Feld kurz vor dem Start des nächsten Rennens wieder und alle versuchen bei der Startlinie zum richtigen Zeitpunkt die maximale Geschwindigkeit zu haben, damit man direkt am Start schon sehr weit vorne ist. Das entscheidet häufig mehr oder weniger das Rennen schon so ein bisschen. Das hat für das deutsche Team beim zweiten Rennen nicht so richtig hingehauen. Hier hat Spanien erst richtig vorgelegt, aber Großbritannien hatte dann letztlich doch die Nase vorn. Ich finde das total krass. Im ersten Rennen haben sie waren sie mit ganz gutem Abstand Erster. Das deutsche Team, jetzt im zweiten Rennen waren sie 7. Wie unterschiedlich das geht, ne? Also das ist stark vom Start abhängig. Aber du weißt im Endeffekt, nur weil du beim ersten Rennen gewinnst, heißt das noch lange nicht, dass du auch beim zweiten gewinnst und noch lange nicht, dass du auch beim dritten gewinnst und so weiter. Es sieht aus wie ein ziemliches Chaos, besonders am Start. Und dann nach der ersten Wende, dann verteilt sich das ganze Feld so ein bisschen. Das ist sehr imposant. Ja, wenn ich mir überlege, mit unserer Seven Seas, da kriegt man schon ein krass mulmiges Gefühl, wenn man so 9 Knoten hinlegt, ja. So 8, 9 Knoten, dann ist Schluss. Und die machen halt einfach mal so locker flockig 50, 55 Knoten. In den Rennen 3 und 4 lag Deutschland dann im Mittelfeld der 11 Nationen. Durch den Sieg des ersten Rennens haben sie in der Gesamtwertung Rang 4 belegt. Brasilien konnte ja gar nicht starten, deren Cut hat es im Trainingslauf ja quasi zerrissen. Team Australien war richtig stark, die haben am ersten Tag die meisten Punkte eingesammelt. Und im letzten Rennen gab es nochmal eine große Aufregung. Das amerikanische Team ist mit wirklich hoher Geschwindigkeit mit dem britischen Boot kollidiert. Amerika hat Strafpunkte dafür bekommen und beide Boote wurden dabei sehr stark beschädigt. Das schauen wir uns in der Boxengasse nochmal genauer an. Zum Glück wurde niemand verletzt. Und wie war es für euch? Ist gut gelaufen? Ja, war mega. Ja? Also gerade das sah so geil aus. Das erste Rennen war ja traumhaft. Also vor der heimischen Kulisse. Wir haben uns das vorgenommen, hier gut zu starten und dann ein erstes Rennen zu gewinnen vor den Leuten. Das war strategisch sehr schön gemacht. Euer erster Lauf, der war echt super. Ja. Und Starts sind einfach so wichtig bei dem Rennsport oder bei der Art, bei dem Format. Ja. Und sind wir gut rausgekommen und am Ende hatten wir die Briten noch knapp vor uns und haben wir die gerade noch an der letzten Tonne überholen können. Ja, das war echt geil. Hat richtig Spaß gemacht. Also insgesamt sehr gut gelaufen, ja, für euch. Ja. Sind sehr zufrieden. Also die Rennen danach waren eher im Mittelfeld, aber das ist auch in Ordnung. Ja. Und in Summe sind wir, glaube ich, relativ weit oben und sind dann super happy. Oh. Erstmal bis das. Blick einfach auf. Danke. Ihr seid fertig jetzt, oder? Ja. Das ist ultra anstrengend. Also nach so einem Tag ist man so fertig. Aber dafür macht man das. Also ich habe keine Lust, bei 5 Knoten rumzutreiben. Das genau aus dem Grund gehe ich segeln. Hat richtig Spaß gemacht. Fazit Tag 1. Ich bin ganz schön durch, muss ich sagen. Sehr viele Leute getroffen, viel geredet und natürlich viel umhergerannt, um möglichst coole Aufnahmen von den Booten zu haben. Ja. Wenn ich meine 12.000 Worte gesprochen habe pro Tag, dann bin ich auch fertig. Okay. Soll ich weiterreden oder was? Nee, war sehr schön. War spannendes Rennen. Und zwar sehr, sehr geil, die von so nahem zu sehen. So, Tag 2 des Rennens. Heute steht die Entscheidung an. Wir sind auf der Fähre von Binz nach Sassnitz rüber. Der Wind hier ist schon ganz ordentlich, also das wird gut heute. Da ist er. Daniel ist nämlich der Grund, weshalb wir überhaupt hier sind. Daniel ist von Avea und Avea hat uns eingeladen, hier beim SailGP dabei zu sein. Vielen Dank dafür. Ja, freut mich auch, dass ihr dabei seid und dass ihr wirklich die Gelegenheit genutzt habt und aus eurem Urlaub extra hierher gekommen seid. Also da bin ich auch total begeistert, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, mittlerweile sage ich auch sehr gut, hat sich nämlich gelohnt. Am Anfang war ich so ein bisschen, jetzt aus dem Urlaub, aber echt geil hier. Ja. Ich glaube, das ist aus dem Urlaub in den Urlaub. Ja, aus dem Urlaub in den Urlaub und dann wieder zurück in den Urlaub. Du vielleicht. Wir sind auf dem Weg zurück zur Boxengasse. Wir kommen jetzt nämlich nochmal eine kleine Tour behind the scenes. Wir gehen in den Controller Room, im Prinzip das Kernstück des Ganzen, weil die Boote haben ja nicht nur unheimlich viel Technik in den Booten an sich, sondern das Ganze funktioniert ja nur über Kommunikation, digitale Kommunikation. Da gibt es halt richtig einen Kontrollraum sozusagen, der das macht und den gucken wir uns heute an. Guck mal hier,
beim amerikanischen Team, die haben ja gestern einen Crash mit den Briten gehabt. Dabei ist der Bug abgerissen sozusagen. Den haben sie jetzt hinter dieser schwarzen Decke versteckt, deswegen sieht man es leider nicht. Aber der ist einfach abgebrochen und deswegen steht das Teil hier rum und wird wohl heute auch nicht fahren können. Hi, Erik. Wie geht's dir heute nach dem Segeltag gestern? Nach dem erfolgreichen? Ja gut, wir hatten ja die Sorge, dass wir dieses Wochenende zu wenig Wind haben und dass man im Grunde nicht zeigen kann, was die Boote alles können. Und gestern war natürlich ein absoluter Highlight-Tag dafür. Und hat cool die Speeds gesehen, die Crowd war wirklich entertained und wir hatten auch einen guten Tag. Das heißt, für uns alles super. Ja, war das schon wieder am oberen Limit oder? Nee, war nicht am oberen Limit. Wir hatten einen kleinen Wing, den kann man sehr lang fahren. Ja. Ja, und trotzdem wurde der Speedrekord gebrochen. Der Speedrekord wurde gebrochen? Ja, es war gestern 103,8 km/h, ist der neue Speedrekord von Dänemark aufgestellt. Wow. Ja, also die Boote können noch einiges mehr. Was erwartet ihr für heute vom Wetter, vom Wind her? Bisschen leichter als gestern, 10 bis 13 Knoten, aber direkt vom Land. Das heißt, nochmal mehr drehig, nochmal mehr böig. Die Startbox wird eine richtige Challenge, da wird es zwischen wahrscheinlich 3 Knoten und 15 hin und her schwanken. Das heißt, ja, super schwierige Bedingungen. Mal gucken, wie es ausgeht. Wir haben wieder einen großen Wing, also einen größeren Wing, 24 Meter, bisschen mehr Power im Boot und ja, hoffentlich bleibt stabil, damit wir gut folgen können. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn das deutsche Team in das Finalrennen kommt. Dafür brauchen sie jetzt noch 1, 2 sehr gute Platzierungen. Also wir drücken alle die Daumen, dass es klappt. Wir gehen mal davon aus, ne? Also wir stehen ja vor dem Kontrollzentrum. Die Technik der Boote ist, also die Boote sind ja die eine Sache, aber die Kommunikation ist ja eigentlich so der Kern des Ganzen, ne? Weil die Daten der Boote, die kommen hier rein, werden verteilt und dann gibt es Kommunikation zu den Booten, ne? Damit nachgeregelt werden kann und so weiter, wenn ich das richtig so verstanden habe. Ne? Die Boote sind natürlich im Prinzip auf dem neuesten Stand der Technik konstruiert. Darüber hinaus sind die vollgepackt wirklich mit Sensoren. Es gibt 125 Sensoren, 2 Kameras, die quasi in Echtzeit an diese beiden Kontrollzentren hier übermittelt werden. Das ist in einer enormen Geschwindigkeit. Hier sitzen, ich meine, 8 Datenanalysten drin, die diese Daten live wirklich überwachen, vom Hydraulikdruck, Kraftsensoren, die die Kräfte in den Rümpfen und an den Foils messen. Können die reinkommen? Einfach? Ja. Hallo. War ich gar nicht so. Ja? Ja, klar, aus YouTube. Sehr. Klar. Schau ich gerne. Hey. Sehr schön. Ja. Hi, Henrik. Sehr schön. Schön, dass ihr hier seid. Ja. Großprofis. Hallo. Genau, wir sind seit gestern schon hier. Ja. Und heute dürfen wir endlich mal rein. Genau, soll ich ein bisschen was erzählen? Erzähl mal ein bisschen, was ihr hier macht. Genau, also hier läuft so ein bisschen quasi das Nervenzentrum und alle Daten laufen hier zusammen, weil jedes Boot produziert, ich glaube, 3500 Datenpunkte die Sekunde. Die landen alle hier und wir können die quasi überall hier sehen. Jedes Boot 3500 Datenpunkte pro Sekunde. Pro Sekunde. Und das kommt hier alles an. Und wir können das quasi live monitoren und haben dann hier Kommunikationskanäle mit den Leuten draußen. Wir kriegen irgendwie komische Werte oder wir müssen den Wind kalibrieren und sagen, hey, können wir uns das mal anschauen? Und dann sind wir hier und senden auch tatsächlich Konfigurationen während der Fahrt zum Boot. Okay. Genau. Und am Ende des Tages schreiben wir Reports über was auf der Rennstrecke passiert ist oder werten auch manche Boote aus im Speziellen. Wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel den Pumpendruck für, quasi wenn das Feuer rauskommen soll, wenn da irgendwas nicht stimmt oder wenn da Anomalien drin sind. Ja, das machen wir ja alles. Okay. Und auf dem Boot selber ist tatsächlich mehr so Rennsport-Elektronik verbaut als irgendwo anders. Und das ist total abgefahren. Ja. Genau. Wir können auch im Nachhinein, das ist auch ganz lustig, wenn die Segler kommen, nein, ich habe hier nichts gedrückt, ich habe das nicht gemacht, das war das Boot. Können wir reingehen und sagen, na, du hast genau da auf den Knopf gedrückt. Und ihr habt hier Server irgendwo zu stehen? Oder wie wir haben hier keine Server, das ist alles in der Cloud. Ist alles in der Cloud? Alles, echt, ja? Ja, ist alles in der Cloud. Alles Oracle Cloud, super schnell, wir haben hier Latenzen unter einer Sekunde von da draußen bis hier rein. Ja. Ja, das ist schon ziemlich cool. Aber es ist alles Cloud. Das Einzige, was wir machen, ist, wir packen den Container zusammen und verschiffen den wieder woanders hin. Ja, und hier sind ein paar kleine Computer, die diese Dashboards quasi am Laufen halten und das war's. Das war's? Das war's, ja. Es kommt alles quasi online aus der Cloud hier rein.
Das geht von den Booten in die Cloud oder geht es direkt zu euch hier? Das geht von den Booten in die Cloud, weil ja auch in London die Broadcast-Leute, die kriegen ja auch den ganzen Krempel mit dieser schönen Anzeige oben und den Geschwindigkeiten. Das muss dahin und das geht auch hier zu uns wieder. Innerhalb von... Also nach London ungefähr eine Viertelsekunde. Eine Viertelsekunde? Von da draußen bis in die Cloud und zurück nach London. Und dann von London wieder quasi in die TVs und nach YouTube und überall hin. Ist geil. Wenn du da die Tausende, die hunderte Monitore, die da hängen, wo du dann so denkst, da muss man sich mit auskennen dann. Mit den Daten. Naja, es geht ja auch um eine Menge Geld da drin, ne? Ich habe Starlink zu Hause. Was ist das da oben? Das ist der Satellit, ne? Nee, das ist eine Lampe. Aber das ist eine Lampe? Nein, das kann doch keine Lampe sein. Doch. Das ist eine Lampe. Guck mal, es strahlt nach oben und reflektiert nach unten. Wo ist der Computer das auf Kamera wie ich? Zeig mal den Satelliten da oben. Wir haben jetzt wirklich sehr tief behind the scenes schauen können. Oh, auf einmal waren da viele wichtige Menschen. Ne? Ja. Und jetzt geht's zurück zum Rennen. Startet gleich. Und wir sind sehr gespannt, was draus wird. Ja, jetzt ging es mal richtig gut los. Auch die Deutschen im Start, richtig cool. Aber da sieht man, wie böig der Wind ist. Die hinteren, die sind halt sehr langsam, weil sie gar nicht fliegen. Die vorderen haben gerade eine Böe erwischt und fliegen davon sozusagen. Das ist heute tatsächlich sehr böig hier. Die Stimmung ist ziemlich gut. Die sind noch auf Platz 3, die Deutschen. Sehr schön. Die müssen den dritten Platz durchhalten, damit sie ins Finale kommen. Im letzten Rennen, im Rennen 8. Und dann wäre das schon ein großer Erfolg für die Deutschen, wenn sie beim Heimspiel unter den Favoriten sind. Wir sind momentan an 4. Stelle, aber ganz, ganz knapp hinter den Franzosen. Und da wird sich jetzt entscheiden, ob die Deutschen noch reinkommen oder nicht. Deutschland ist hier aber, wir haben gleich mal einen Vorfall geführt. Die Franzosen haben ordentlich einen Meter verloren. So, das hat sich jetzt für die Deutschen hier erstmal, also für die letzte Runde erledigt. Sie sind von den Volls, schwimmen mit einem Rumpf im Wasser. Das bedeutet, jetzt, ohne das in Zahlen gesehen zu haben, Tommy, dass es mit dem Finale echt eng werden kann. Sie sind jetzt auf dem 5. Rang. Auf dem 5. Rang, auf dem 3. hätten sie sein müssen. Aber trotzdem super geiles Rennen. Aber sie sind eben nicht unter den Favoriten. Die Franzosen haben es dann doch noch geschafft. Die sind davor gewesen. Ja, aber so ist es halt, ne? Am Ende war auch das wieder ein sehr spannender Renntag und im allerletzten Rennen hat sich Frankreich gegen Australien und Großbritannien durchgesetzt. Deutschland belegte insgesamt den 5. Platz. Wie ist die Stimmung jetzt bei euch nach dem Rennen? Ich glaube, am Ende sind wir doch zufrieden. Ja? Also die ersten Minuten nach dem verpassten Finaleinzug waren natürlich so ein bisschen so, wir waren so nah dran. Im letzten Rennen dann auch noch einen guten Start und dann trotzdem noch verschenkt. Es war ein bisschen bitter. Aber ich glaube, 5. Platz vor heimischer Kulisse und so ein Segelwetter ist traumhaft gewesen. Ihr habt euer Ziel, was ihr euch gesteckt habt, erfüllt. Ja. Ziel war auf alle Fälle auch bei den Starts besser rauszukommen. Da hatten wir in Portsmouth echt noch Probleme. Und das hat hier gut geklappt und das war auf alle Fälle erfüllt. Und Platz 5 hätten wir uns das vorher gesagt, hätten wir es klar mitgenommen. Also können wir schon sehr zufrieden sein. Ja, okay, super. Was ist das Ziel fürs nächste Rennen? Ja, ins Finale kommen jetzt. Okay. Jetzt waren wir so nah dran jetzt. Wollen wir das auf alle Fälle nochmal die Saison hinbekommen. Und anscheinend die Starts haben wir gut hinbekommen, da einfach weitermachen, weil die Starts sind einfach so wichtig bei diesem Format. Ja. Und wenn wir die konstant irgendwie hinbekommen, dann ist es gut. Was war die größte Herausforderung heute? Ich glaube, die Windlöcher in der Lufttonne, das war die größte Herausforderung. Da dieses ablandig war, waren da oben so große Windlöcher und wenn man da in einem von den Voll gefallen ist, dann hast du erstmal lange zu tun, um wieder hochzukommen. Ne? Das dauert echt lange, bis man dann wieder aus Voll raufkommt. Da muss man erst einen Rumpf aus dem Wasser kriegen, dann genug Speed und dann beide. Und dann beide, ja. War die größte Herausforderung. Okay, super, danke. Sehr cool. Gerne. Schön, dass ihr da wart. Ja. Sehr schön. So, die Jungs und Mädels vom SailGP Germany Team, die bauen jetzt ab. Die machen auch gerade Teambesprechung. Und ich finde,
Das Event war sehr gelungen. Also ich fand es super, hier dabei zu sein, das mal gesehen zu haben. Ich glaube, das geht uns beiden so. Wir können es nur empfehlen, wer das noch nicht live gesehen hat. Ja, letztendlich haben sie ja ihr Ziel erreicht mit dem 5. Platz. Da waren sie, glaube ich, für sich auch ziemlich erfolgreich. Und ich fand es geil. Ich fand es echt super, mal dabei zu sein und das nicht nur am Bildschirm zu sehen. Insofern, wir hoffen, wir sind das nächste Mal auch wieder dabei, oder? Ja. Auf alle Fälle. Lasst uns mal in den Kommentaren wissen, wie euch das Video hinter den Kulissen bei der SailGP gefallen hat und ob ihr eine detaillierte Tour über den F50 sehen möchtet. Das ist ja etwas ganz anderes, als wir normalerweise so sehen und zeigen. Wir finden jedenfalls super spannend, ist ja doch etwas ganz schön Extremes. Ne? Also, wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge Bootsprofis. Eine gute Zeit euch allen. Bis dahin. Ciao, ciao.